Heute in dem Video wollen wir euch ein bisschen zeigen, wie es denn ausgegangen ist mit dem Something Special Roller und den Rennen, die wir fahren wollten. Also beim letzten Mal haben wir aufgehört mit Testfahrten, die nicht ganz so optimal verlaufen sind. Am Ende hat der Motor von dem Roller geklemmt. Ist der Motor fest? Und zwar ordentlich. Da war Kolben und Zylinder komplett kaputt und das nur nach wenigen Metern. Ja, danach habe ich mich auf die Suche gemacht nach möglichen Fehlerursachen. Denn der BFA-Motor, der war ja bis dahin eigentlich relativ zuverlässig gelaufen. Ich habe diverse Änderungen gemacht. Ich habe entdeckt, dass die Zündung sehr früh eingestellt ist, beziehungsweise das wusste ich, aber ich hatte es auf dem Prüfstand getestet und der Motor hat so sehr gut funktioniert. Und dann ging es ja auch schon gleich ohne weitere Testfahrten los zum nächsten Rennen. Das war das Rennen in Österreich. In der ersten Testfahrt habe ich, glaube ich, 150 Meter geschafft und dann war der Zylinder und der Kolben komplett hin. Also kurz gesagt, hat sich nicht verbessert. Ja, dann war ich schlecht gelaunt. Dann habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und um das abzukürzen, ich hatte noch einen weiteren Klemmer auf dem Prüfstand, hatte noch etwas gefunden, was nicht die Ursache war. Und ganz am Ende hat die Lösung, haben mir die Jungs von BFA einen ganz wichtigen Schritt weitergeholfen, denn sie haben meinen neu entwickelten Auspuff gesehen. Und dass ich einen Enddämpfer verbaut hatte, den ich vorher bei den Tests nicht verbaut hatte. Und mir war nicht aufgefallen, dass der Enddämpfer, das Lochrohr von dem neuen Enddämpfer zu klein war. Aber das hat einen erstaunlich starken Effekt gehabt. Also ich bin dann von einem 24 mm Lochrohr auf ein 28 mm Lochrohr gewechselt und plötzlich hat alles funktioniert. Und ganz am Anfang des Projektes hatte ich ja schon viele Probleme, die elektrische Schaltung zu etablieren, dass sie gut funktioniert. Aber das war ja eigentlich auch im Griff. Und jetzt hat auch der Motor zuverlässig funktioniert und dann kam das Rennen in Landsberg, das Tajo Carajo, vor der eigenen Haustür. Und was ist da passiert? Da ist die Schaltung kaputt gegangen. Dann kam das letzte Rennen in Aachen und damit auch die letzte Chance, dass der Roller zeigt, was in ihm steckt. Das ist im Prinzip vielleicht zum ersten Mal, seitdem ich Rennen fahre, einfach alles gelaufen in jedem Lauf, den ich gefahren bin. Der Roller hat wahnsinnig gut abgeliefert. Ja, ich konnte meine Klasse gewinnen mit dem Roller und ich konnte auch dann das Best of All gewinnen. Und das alles ohne einen Lauf abzugeben an dem Tag. Und das war ein schöner Lohn für die Arbeit, die da vorher drin gesteckt hat. Also als wir diesen BFA-Motor bekommen haben, hat es mich natürlich gereizt zu sehen, was man damit anstellen kann. Und ich war auch erstaunt, wie gut die BFA-Teile, auch die 70 PS mitmachen. Also wenn man nicht gerade einen zu kleinen Dämpfer draufbaut, hat der ganze andere Kram hat eigentlich funktioniert und gehalten. Wer so einen Motor kauft, wird ihn ja nur selten im Rennen fahren. Also natürlich, der ist prädestiniert, um Rennen zu fahren, aber die meisten Leute fahren ja nicht Rennen, sondern sie fahren damit zur Arbeit oder fahren, wenn Sonntag schönes Wetter ist, zur Eisdiele oder wollen auch mal einen Pass hochfahren. Und ich denke, das ist der eigentliche Sinn von dem Motor und das kann er halt auch wirklich gut. Also so ein Roller kann man nicht rein wirtschaftlich rechnen. Das geht nicht. Ich denke, ich hoffe, dass es den Leuten vielleicht Spaß macht, ihn anzugucken. Und ich hoffe, dass er vielleicht auch Leute dazu inspiriert, neue Roller zu bauen. Und dass es weiterhin auch immer eine Custom-Szene geben wird, die immer Lust hat, neue Dinge auszuprobieren, andere Dinge auszuprobieren. Und vielleicht auch dadurch inspiriert ist, wenn wir hier etwas ausprobieren, was nicht jeder ausprobieren kann, weil wir halt Zugang zu vielen Teilen haben. Aber vielleicht ist das eine Inspiration für gute Ideen, die wir in den nächsten Jahren auch vielleicht auf Custom-Shows sehen.